Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Andreas Janssen, Geschäftsführer von der Firma Octagon, und heute werden wir euch beibringen unser System, das ist der GPA Evo, und wir werden euch nur nicht beibringen eine Technologie, eine neue Technologie, aber dies wird auch ein Moment sein, wo wir euren Unternehmer in eine neue Zukunft für die Qualität bringen werden. Ihr habt von uns bekommen ein CD oder ein USB-Stick mit den Software, GPA Win für Windows, das ist der erste Handbuch, und dicken Messgerät GPA Cap Evo, das ist für den Hardware. Mit diesen beiden Handbüchern wird der Herr Olaf Laser euch beibringen, der ist unser Experten in unseren Labormessgeräten. Er wird euch beibringen, wie ihr dieses System führen könnt. Für uns ist es sehr wichtig, dass alle unsere Kunden mit uns eine offene Kommunikation haben. Deswegen, immer wenn ihr Fragen habt oder Schwierigkeiten habt in der Technik oder bei der Bedienung, mit uns Kontakt machen könnt. Wir stehen immer gerne Ihnen zur Verfügung. Hallo, herzlich willkommen zur Schulung zu unserem GPA Cap Evo. Mein Name ist Olaf Laser, ich bin der Service Manager bei Octagon und ich bin Ihr Experte für die Messgeräte. Sie bekommen das GPA geliefert in einer Kiste. Bitte packen Sie es aus und überprüfen Sie, ob es unbeschädigt ist und ob alle Teile enthalten sind. In Ihrer Kiste befindet sich das GPA Cap Evo, das Gestell zum Einlegen und Führen der Folienmuster, eine DVD mit Software und natürlich die Anschlusskabel für das Gerät. Auf der DVD befindet sich neben der Software für den PC auch die Anleitungen für das Gerät selber und Ihre Software. Drucken Sie sich die Anleitungen doch am besten gleich aus. Die Anleitung ist einmal die Anleitung zum Gerät selber für die Hardware und die Anleitung für die Software. Haben Sie sich die Bedienungsanleitung ausgedruckt? Dann gleich zur Bedienung des Gerätes. Es ist sehr einfach, es hat nur 2 Bedientasten. Einmal hier auf der rechten Seite die orangene Taste zur Bedienung des absoluten Sensors, des Messtasters. Ein kurzer Tastendruck lässt den Messtaster runter. Ein weiterer kurzer Tastendruck hebt den Sensor wieder an. Um vor der Folienmessung 0 zu setzen, drücken Sie die Taste länger. Und die zweite Taste, die grüne Taste, ist für die Lauffunktion des Transportes zuständig. Ein kurzer Tastendruck startet die Messung. Ein weiterer kurzer Tastendruck pausiert die Messung und ein langer Tastendruck stoppt die Messung. Kurze Hinweise zur Bedienung Ihres GPA-Gestells. Sie können mit Ihrem GPA-Gestell geschlossene Folienstreifen bis zu einer Länge von 6 Metern vermessen. Die Folienführung ist variabel, ganz einfach zur Bedienung. Sie pressen die 2 Griffe zusammen und können völlig stufenlos die Rollen verstellen. Um ein Folienmuster einzulegen, führen Sie die beweglichen Rollen komplett nach oben. Öffnen Sie den Folienschlauch und legen ihn über die obere Reihe der Rollen. Nehmen Sie den oberen Teil der Folie und führen Sie ihn in den Messschlitz des GPAs. Führen Sie nun die oberen Rollen nach unten. Die mittlere Rolle ist beweglich gelagert, um die Spannung der Folie anzupassen. Bitte lassen Sie nun von Ihrer IT-Abteilung die Software GPA Win von der DVD installieren. Wir stehen gerne für Online-Support zur Verfügung, zum Beispiel per TeamViewer. Nachdem Sie die Software installiert haben, schließen Sie bitte das GPA an Ihren PC an. Das GPA wird mit einem Netzwerkkabel geliefert. Alternativ können Sie das Gerät auch
per USB-Adapter anschließen, wenn Ihr Netzwerkanschluss schon belegt ist. Nachdem Sie das Gerät angeschlossen haben, lassen Sie bitte von Ihrem IT-Fachmann die richtige IP-Adresse einstellen und dann können wir mit der Bedienung der Software schon loslegen. Nach der Installation befindet sich auf dem Desktop das Icon der Software GPA-Win. Einfach doppelklicken und die Software öffnet sich. Sie können als erstes überprüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß mit der Software kommuniziert. Schauen Sie dazu unten in der untersten Zeile, ob hier ein B-100 Millisekunden angezeigt wird. Das ist ein Hinweis auf die Kommunikation zum Gerät. Sie möchten vielleicht als erstes Ihre Sprache einstellen. Gehen Sie hier auf Einstellungen Sprache. Es stehen diverse Sprachen zur Verfügung. Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und so weiter. Ich lasse die Einstellung auf Deutsch. Ich gebe nun eine kurze Übersicht über die Symbole und Bedienfelder auf der Softwareoberfläche. Ich beginne hier einfach mal mit diesen Symbolen in dieser Zeile. Sie sehen, das erste Symbol ist schon aktiv. Es ist die Polaransicht oder die Kreisansicht. Hier in diesem Diagramm sehen Sie später die Messdaten Ihrer Folie. Das zweite Symbol zeigt Ihre Messdaten in einer kartesischen Ansicht. Sie können diese Ansichten später auch anpassen, um zum Beispiel bestimmte Merkmale Ihres Extruders wiederzuerkennen. Drittes Symbol. Dies ist eine Analysefunktion. Dazu komme ich später. Symbol Nummer 4 zeigt eine Überlagerung der letzten 10 durchgeführten Messungen. Hier sehen Sie, was bereits gemessen wurde. Das ist besonders interessant, wenn man die gleiche Folie zum Test mehrmals hintereinander vermisst. Symbol Nummer 5 ist eine Trenddarstellung. Das ist interessant, wenn Sie von einem Extruder über einen längeren Zeitraum eine Abweichung eines bestimmten Produktes angezeigt bekommen möchten. Symbol Nummer 6 ist der Datenbankbereich. Hier werden Ihre gesamten Profile abgespeichert. Sie können auch einzelne Profile wieder aufrufen, um die Ergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt darzustellen. Dann können Sie hier mit dem nächsten Symbol ein Profil ausdrucken. Und hier hinten haben Sie einen Umschaltknopf, um von der Datenbankansicht zur Ansicht der aktuellen Messung zu kommen. Schauen Sie, hier habe ich jetzt ein leeres Profil in der Datenbankansicht. Dies wird gekennzeichnet durch einen andersfarbigen Hintergrund. Schalte ich zurück auf das aktuelle Messergebnis, ändert sich wieder die Hintergrundfarbe. Hier habe ich noch einen Bereich, um erstellte Vorlagen für Solldaten aufzurufen. Somit kann man schnell immer wiederkehrende Folienmuster in Ihren Daten aufrufen, um diese zu vermessen.
Dann auf dem Bildschirm gibt es eine weitere Zeile. Dies sind die Funktionen, die das GPA, das Messgerät, steuern. Hier vorne startet man die Messung, stoppt sie auch wieder. Der Pausenknopf für die Messung, der Knopf zur Umschaltung der Messmethode. Auch das werde ich später genauer erläutern. Ein Knopf zum Nullsetzen, zum Herunterlassen und Aufheben des Messtasters. Und hier noch ein Bereich, um die Messgeschwindigkeit einzustellen. Und hier als letztes Symbol in dieser Reihe ein Eingabefenster für diverse Solldaten. Zum Beispiel hier der Eingabebereich für die Länge Ihrer Folie. Als nächstes werden wir einmal eine Folie vermessen. Ich gehe dazu wieder zum Gerät. Ein kleiner Tipp, man sollte vor der Messung den Sensor reinigen. Hierzu lasse ich den absoluten Sensor mittels eines kurzen Tastendrucks herab. Ich nehme mir dazu gerne ein Stück Notizpapier, fahre einmal kurz durch diesen Sensor hindurch, drücke die Taste lang, dadurch wird 0 gesetzt und ich bin bereit für die erste Messung. Ich lege dazu wieder die Folie ein, spanne etwas. Meist hat man einen Nullpunkt markiert, an dem man beginnen möchte. Man schiebt die Folie also zu diesem Nullpunkt und dann starte ich die Messung entweder am Gerät mit der Taste oder direkt an der Software, ebenfalls mit der Taste für die Messung. Sie sehen, hier am Bildschirm tauchen bereits die ersten Messwerte auf. Ich habe hier eine Länge von 900 mm eingestellt. Nach dieser Länge stoppt das Gerät automatisch. Die Messung, die ich gerade durchgeführt habe, ist die Messung, die am häufigsten vorkommen wird. Es ist eine sogenannte Kalibriermessung. Es gibt weitere verschiedene Messmethoden an dem Gerät für bestimmte Zwecke. Das werde ich jetzt kurz erläutern. Die Kalibriermessung ist am besten geeignet, wenn Sie herkömmliche Folien nacheinander vermessen und diese Folien eine unterschiedliche Zusammensetzung haben. Ich erläutere Ihnen kurz, was Kalibriermessung bedeutet. Unser GPA hat zwei integrierte Sensoren, einen mechanischen Absolutsensor und einen kapazitiven Sensor. In der Kalibriermessung werden die Messungen dieser zwei Sensoren miteinander kombiniert. Das Gerät passt sich quasi automatisch auf die Folie an. Es gibt bestimmte Folientypen, bei der diese Art Messung nicht perfekt funktionieren kann. Eine Folie, die zum Beispiel eine Prägung und somit Erhöhungen und Vertiefungen hat, lässt sich schlecht mit dem absoluten mechanischen Sensor vermessen. Oder eine Folie, die stark leitfähig ist oder zum Beispiel eine Aluminiumbeschichtung hat, lässt sich schlecht mit dem kapazitiven Sensor vermessen. Deswegen kann man an der Software verschiedene Messarten umschalten.
Hierzu dient dieser dritte Knopf hier oben, Messmethode. Es wird als Symbol angezeigt, entweder wie hier die Kombination aus den beiden Sensoren, hier angedeutet der mechanische Messtaster und so angedeutet der kapazitive Sensor. Wie gesagt, wählen Sie bei ganz normalen Folien für Ihren alltäglichen Laborbetrieb immer die Kalibriermessung aus. Wir haben jetzt eine Kalibriermessung durchgeführt. Man kann das hier auch gut erkennen. Diese grünen Punkte auf der Profillinie sind die Kalibrierpunkte, die der absolute Messsensor aufgenommen hat. Diese Punkte dienen zur Ermittlung der mittleren Dicke. Sie sehen auch hier einen roten Punkt. Das Gerät hat intelligent einen Punkt verworfen, der nicht zu den anderen Messwerten passt. Ich werde jetzt mal hier die Solldicke einstellen, die zu dieser Folie passen würde. Ich erwarte mir eine Dicke von 25 Mikrometern. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich innerhalb von 10% Toleranz sein möchte. Sehe dann hier im Profil auch meine Abweichungen, die darüber oder darunter liegen. Die Anzahl der Punkte für die automatische Kalibrierung lässt sich festlegen. Es ist auch hier in dem Einstellfenster zu finden, zum Beispiel hier oder hier bei Anzahl der Messwerte für Kalibrierung. Es gibt hierbei in den diversen Normen für Folienmessungen Vorgaben, wie viele Messpunkte eine Messung mindestens haben muss. Wähle ich hier DIN automatisch oder ISO automatisch, dann passt sich die Anzahl der Messpunkte automatisch an, nämlich passend zur Folienlänge. Die DIN-Norm schreibt hier eine bestimmte Anzahl Messpunkte je nach Folienlänge vor. Möchte ich eine Anzahl selber festlegen, gehe ich hier auf diese Zeile und kann hiermit die Anzahl von Messpunkten erhöhen oder verringern. Ich starte hier nochmal eine Messung, um das zu verdeutlichen. Wie Sie sehen, hat sich die Anzahl der Messpunkte zur Kalibrierung erhöht. Die Messpunkte ermitteln die mittlere Dicke. Die anderen Punkte auf Ihrer Profillinie werden von dem kapazitiven Messsensor erzeugt. Dieser sorgt hierbei für eine hohe Auflösung der Messung. Bei der Messung von Folienmustern kann es auch vorkommen, dass Sie im Labor einzelne kurze Streifen vermessen möchten, die Sie zu einer Gesamtmessung kombinieren möchten. Ich habe jetzt hier einen kurzen Streifen zum Darstellen. Ich stelle erstmal hier am PC in der Software eine Länge ein, eine Solllänge,
die länger ist als die Streifen, die ich vermessen möchte. Hier als Beispiel mal 2 Meter. Gehe dann zum Gerät. Mache nochmal 0 setzen. Lege die Folie ein. Hier zum Anfang der Transportrolle. Und starte die Messung. Ich bereite mich schon vor auf das Ende des Folienstreifens. Presse Pause, wenn die Folie hier das Sensorpaar durchfahren hat. Lege meinen nächsten Folienstreifen ein. Wieder hier zum Beginn der Gummiwalze. Sie sehen, die Messung ist nun auf Pause, weil ich kurz gedrückt habe. Ich führe die Messung ebenfalls mit einem kurzen Tastendruck fort. Pause die Messung. Ich mache es ein drittes Mal zur Verdeutlichung. Mein dritter Streifen wird vermessen. Ich pausiere die Messung, weil am Ende der Messung ein kurzer Tastendruck einfacher ist. Ich kann jetzt mit einem langen Pausendruck die Messung abschließen. Die Dicke der Folie beträgt keine 25 μ. Ich habe hier eine ca. 200 μ Folie. Wir sehen, ich habe hier eine Folienlänge von 1,4 Metern, die Aneinanderreihung der 3 Folienstücke. Sie sehen hier vielleicht, habe ich durch mein Pauseschalten ein paar kurze Spitzen nach unten erzeugt. Die kann ich im Nachhinein auch entfernen. Ich veranschauliche das kurz. Es gibt hier eine Funktion Profilcursor. Um diese anzuwenden, muss ich etwas hineinzoomen. Ich kann das hier mit den Schiebereglern machen. Hier eine Stelle, an der ich zu spät Pause geschaltet habe. Ich verwende meinen Profilcursor. Setze einen Startpunkt per Klick vor dem Fehlpunkt. Klicke nochmal und ziehe mit der Maus nach rechts weiter, während ich die Taste gedrückt halte. Nochmal an den zweiten Punkt. Klicken, klicken, gedrückt halten und ziehen. Hiermit habe ich eine perfekte Kombination mehrerer Messstreifen in der kartesischen Ansicht. Gehen wir nun davon aus, dass Sie Ihre Messung Ihrem Extruder zuordnen wollen. Ihr Extruder hat sicher einen Nullpunkt und eine Unterteilung in verschiedene Abschnitte, auch als Schrauben bezeichnet. Dies kann man ebenso einstellen. Gehen Sie unter Einstellungen Extruder,
Nehmen wir an, Ihr Extruder hat 20 Schrauben, die ihn in gleichmäßige Abschnitte unterteilen. Wir sehen, das Diagramm hat sich geändert. Und Sie können somit Dick- oder Dünnstellen des Profilergebnisses einer Position an Ihrem Extruder-Blaskopf zuordnen. Hallo Olaf. Hallo. Ich habe ein paar Fragen über das System noch. Ich habe deine Videos gesehen, aber ich habe es probiert und ich habe gesehen, manchmal habe ich Änderungen. Was ist diese Skalierung oben? Ja, Kannst du uns bitte erklären? zum Beispiel, wenn ich eine Messung gemacht habe und kann nicht viel erkennen oder die Darstellung ist mir zu klein, dann ändere ich die Skalierung und kann dadurch in das Profil hineinzoomen. Okay, aber das ist eine Muster, was wirklich dick ist. Manchmal habe ich auch Probleme, wo ich nicht nur einen Schlauch habe, Ja. aber ich möchte gerne auch mit irgendeinem Kleber 2 oder 3 Muster zusammenkleben. Ist das auch machbar oder nicht? Das ist kein Problem. Man kann die Folie zusammenkleben und die Dickstelle von den Klebestreifen hinterher mit dem schon gezeigten Profilcursor entfernen. Und wo ist das in Software? Ja. Hier oben bei Bearbeiten, Profilcursor. Ja. Es kann passieren, wenn die Folie länger ist, dass diese kleine Fehlermeldung aufgeht. Das bedeutet, wie ich vorhin eigentlich schon gezeigt habe, dass man in das Profil hineinzoomen muss, um den Profilcursor anzuwenden. Ich bekomme hier diese lilafarbene Linie für den Punkt, wo ich mich gerade befinde. Angenommen hier, dieser Berg wäre mein Klebeband vom Zusammenkleben mehrerer Folien. Den möchte ich entfernen. Ich klicke einmal für den Startpunkt, klicke nochmal und halte mit der Maus und kann hier durch Ziehen nach rechts diese Klebestelle wunderbar entfernen. Okay, super. Ich habe noch eine Frage. Ja, Wie kann ich prüfen, ob der Messtester wirklich auf Nullpunkte gegangen ist? Wo sehe ich das, ob das wirklich 0 ist? ja. Ich nehme dazu natürlich meine Folie heraus und kann dann den Messtaster absetzen, zum Beispiel hier über die Software, und kann hier in meinem Einstellungsfenster die Werte der 2 Messsensoren finden. Oben GPA-Frequenz ist für den kapazitiven Sensor und hier unten ist die Messtaster 0,1 μ, also er ist im Prinzip wirklich auf 0. Okay. Sollte er nicht auf 0 sein, sollte man mal wieder reinigen, Papier schräg durchziehen, sollte eigentlich genügen, um Staubkorn zum Beispiel zu entfernen. Okay, ein Staubkorn könnte diesen Nullpunkt dann Ja, ändern. ja. Pulver oder sowas, was manchmal von der Industrie, von Plastik kommt. Genau. Regelmäßig mit dem feinen Papier Ja. sauber reinigen. Ich empfehle vor jeder Messung die Reinigung mit einem Papierchen. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist unsere erste Schulung. Ich danke Olaf, dass du uns alles beigebracht hast. Bitte, gerne. Danke, dass ihr zugesehen habt. Wenn ihr Fragen habt, die sicherlich auftauchen werden, schaut nochmal in das Bedienungshandbuch. Und wenn ihr schon ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Gerät habt und immer noch Fragen da sind, meldet euch bei uns und macht einen Termin aus. Ihr könnt die E-Mail-Adresse auch im Bedienungshandbuch finden. Nehmt Kontakt zu uns auf. Ja, unsere Daten findet ihr bei unserer Website. Dankeschön.